Willkommen zu Frequent Traveler TV. Heute ohne Timer, ohne alles, einfach mal schlank auf 1 Minute geschätzt. Die frisch gepresste Folge heute geht natürlich mit dem Thema Frankreich los. Es gibt einen Bann von Flugverbindungen. Wir gucken uns das nochmal genauer an, weil es jetzt akut wird. Dann haben wir als weitere Themen heute für euch frisch gepresst. Es gibt ein neues Hotel in Stockholm am Flughafen, was geplant ist, aber leider nicht heute, nicht morgen, sondern etwas länger am Horizont. Weiter geht es dann natürlich mit Berlin, dem Flughafen, der schwarze Zahlen geschrieben hat, aber weniger Inlandsflüge hat. Wir haben einen Deal, so ein Deal aus dem Bereich der Air France. Eigentlich ist es ein Inlandsflug, aber er dauert etwas länger. Dann haben wir nochmal Korean Air und Asiana. Da gibt es für alle Lover von Asiana einen großen Vorteil. Vielleicht bleibt Asiana nämlich bestehen. Dann haben wir A320 Auslieferung Lufthansa, besondere Zahl für Lufthansa, aber auch eine besondere Zahl für Airbus. Weiter geht es mit den Triebwerken. Da brennt die Hütte bei den Triebwerken von Airbus Neos. Und wir haben American Airlines. American Airlines, die Piloten haben manchmal das Herz auf dem rechten Fleck. Da gab es Freibier an Bord. Und SAF, Sustainable Aviation Fuel. Das steht für das CO2-freie Fliegen. Aber da gibt es aus Katar eine, nennen wir es mal, eine kleine Grätsche, aber nicht von irgendwie aus dem Ölministerium oder so, wie man sich das denken würde, sondern von Qatar Airways. Und ihr wisst dann, von wem ich rede. Jetzt könnt ihr aber etwas Gutes tun. Ihr könnt den Kanal abonnieren, die Glocke anmachen, ein Like dalassen, denn ihr wisst ja, der Algorithmus mag euch und mich dann mehr. Kommentiert, Kanalmitgliedschaft, denkt an Allegris, wer noch einen Sitzplatz haben will. Ich werde die Sitzplätze jetzt in den freien Verkauf geben, heißt also, ich werde jetzt die Warteliste abarbeiten, beziehungsweise auch in der Facebook-Gruppe respektive Lufthansa und so weiter das Ganze posten. So, dann haben wir das Thema Frankreich. Und zwar Frankreich hat ja im Rahmen der EU-Subventionsgeschichten, Corona und so weiter, Domestic-Flüge, also Inlandsflüge, verboten. Das Ganze ist jetzt natürlich per Dekret passiert und alle Flüge unter 2 Stunden 30 sind betroffen. Heißt nicht, dass man 2 Stunden 30 fliegt, sondern mit dem Zug 2 Stunden 30 fährt und dann darf man da nicht hinfliegen. Das Gesetz sagt, dass man auf diesen Routen natürlich mit dem TGV schneller fährt. Auch hier haben wir natürlich in Deutschland das Thema und das Problem, wir können den TGV, der auf einem eigenen Netz fährt, also keine Bummelzüge hat, keine Cargozüge hat, dass die dann in irgendeiner Art und Weise mit Deutschland vergleichbar wären. Aber man sieht, wo es hingeht. Und man hat das Ganze natürlich so gesehen dem Umweltschutz untergeordnet. Man möchte dann in Frankreich die CO2-Emissionen um 40% bis 2030 reduzieren und damit auf das Niveau von 1990 kommen. Jetzt fragt ihr euch natürlich, welche Strecken sind das? Und jetzt haltet euch fest, es gibt dazu von mir natürlich auch eine Karte. Da ist sie, wo ist sie? Hier kommt sie, falsche Taste gedrückt. So, und zwar sieht man, es geht alles nur von dem Flughafen Orly aus. Das ist Bordeaux, Lyon, Nantes, Rennes und Marseille. Das sind die einzigen Flüge, die verboten werden. Ist natürlich etwas interessant in meinen Augen, weil damit nur 4,6% der Inlandsrouten verboten werden. Und es sind natürlich Flugquoten oder Flugverbindungen, die relative Frequenzen haben. Aber soll diese 4,6% jetzt das Weltklima retten und Frankreich beim Klima retten? Das weiß ich jetzt nicht wirklich. Ich denke, dass dies auch jetzt irgendwie nicht da so die große Performance bringt.
Und warum gibt es von Charles de Gaulle keine Verbindungen, die verboten sind? Denn das ist so, dass es nicht Flüge betrifft, die Langstreckenflüge verbinden. So, das heißt also, im Fall von Charles de Gaulle ist das so, dass diese Strecken weiter existieren dürfen, weil Passagiere Connecting Passengers sind. Daran sieht man also das Paradoxon an der ganzen Geschichte. Natürlich kann man so einen Connecting-Flug auch selber buchen und sagt, nee, ich connecte ja nicht, ich möchte das nur einmal so buchen. Wir wissen das ja, glaube ich, Salzburg, Wien war das über 90% der Passagiere sind Verbindungspassagiere gewesen. Ich weiß nicht, wie das bei Nürnberg aussieht, aber da würde ich mir das genauso denken bei Nürnberg-München. Also hier ganz wichtige Sache, natürlich ist das wirklich das Ding. Also für uns hat es keine Auswirkung, für euch wahrscheinlich auch nicht, aber wir müssen halt wirklich sagen, dass diese 100 Inlandsflüge, die es in Frankreich gibt, ja, die sind halt nicht betroffen. Und wenn wir in Deutschland sowas auch machen würden, dann wäre das natürlich auch interessant, ob es dann diese Ausnahme für Connecting Passengers gibt. Das würde ja dann das ausbedeuten, dass man zum Beispiel in Nürnberg-München fliegen dürfte, wenn man keinen Verbindungsflug hat. Und interessant ist ja auch, dass man in Frankreich die höchsten Steuern einführen möchte auf Inlandsflüge. Heißt also, da gibt es ja dann ein Steuerungselement. Und wir sehen ja auch an Deutschland, und ich habe ja nachher auch das SAF-Thema, also Sustainable Aviation Fuel, wenn es eine bessere Lösung gibt mit der Bahn, München-Berlin ist ja ein Stichwort, dann macht ein Inlandsflug keinen Sinn. Also so sehe ich das zumindest. Weil wenn ich aus der Innenstadt komme, und da rede ich jetzt nicht von Verbindungspassagieren, wer natürlich von Berlin nach München fliegt, um dann in die Welt zu fliegen, klare Sache. Der hat keinen Bock, die Koffer zu schleppen, und gerade München ist ja eine Seuche. Heißt also, dass man dann irgendwie vom Bahnhof dann irgendwie die Gleise, dann musst du ja irgendwann Treppe runter oder du schleppst raus, nimmst den Flughafenbus. Alles nicht optimal. Aber hier könnt ihr wirklich mal schauen, ob es solche Flugverbindungen in Deutschland gibt, die man verbieten kann als Frage des Tages, damit man gewisse Flugverbindungen einfach dann durch die Bahn ersetzen kann. Welche Strecken habt ihr da im Sinn? Frage des Tages beantworten. Macht das gewisse Flugverbindungen? Ich muss mal gerade meine Frage... Ich habe, glaube ich, das doppelt gemoppelt, aber ihr wisst ja, doppelt gemoppelt hält besser. Dann haben wir natürlich Stockholm im Angebot. Stockholm ist immer wieder ein beliebter Abflugort, und viele von unseren Frequent Traveler, vom Frequent Traveler Circle Kunden, die wir Tickets bespaßend verarzten, haben ab Stockholm günstige Tickets. Aber viele wollen halt nicht wirklich von Deutschland nach Stockholm direkt dann weiter in die Welt, sondern sie wollen erstmal nach Stockholm, wollen dann auch genug Puffer haben, teilweise auch über Nacht. Und da ist natürlich in Stockholm mit den Flughafenhotels ein bisschen, naja, ist halt nicht so prickelig. Es gibt da dieses eine 747-Hotel und so weiter, ist alles ganz lustig. Aber wenn wir ehrlich sind, ist das nicht alles das Gelbe vom Ei. Jetzt gibt die Swedavia, das sind die 10 Flughäfen in Schweden betreiben, ist eine staatliche Veranstaltung. Die bauen ein Hotel. Ja, das Hotel, was kommen soll, mit Restaurants und mit anderen Verspaßungen, haben 500 Doppelzimmer. Ich weiß ja nicht, warum man 500 Doppelzimmer sagt, aber 540 Doppelzimmer, so heißt es in der Pressemitteilung. Und auch der Flughafen in Kiruna kriegt einen Facelift. Also nur dafür, dass ihr wisst, dass ihr dort eine Alternative bekommt, wenn ihr von Arlanda fliegen wollt. Fertigstellung von der ganzen Veranstaltung ist eigentlich auch nicht wirklich gesichert, weil der Spatenstich erst 2025 passieren soll. Also hier ist Geduld gefragt, aber ihr wisst, es passiert was. Berlin. Der Berliner Flughafen hat ja gestern Zahlen genannt, und immer weniger Menschen nutzen Berlin als Flugzeug für Inlandsreisen, zum Beispiel nach Frankfurt, München oder Düsseldorf. Heißt also, als man 2019 vor der Corona-Krise sich das angeschaut hat, sind 36 Millionen Fluggäste am Tegeler Flughafen. Das war Tegel noch, das waren gute Zeiten, also da war das Leben ja noch in Ordnung. Nahezu jeder 4. Flug
zu Zielen innerhalb Deutschlands abgehoben. 36 Millionen Fluggäste. Krass, ne? Aber im vergangenen Jahr lag der Inlandsanteil beim BER, ist ja der einzige Flughafen, den es gibt, bei 13% knapp. Also 13% von 20 Millionen Fluggästen, bisschen weniger. Aletta von Massenbach, das ist die Veranstaltungsleiterin in Berlin, sagte bei der Vorstellung des Geschäftsberichts, das hat auch damit zu tun, dass die Angebote der Bahn auf Sicht auf wettbewerbsfähig werden mit dem Fliegen. Nein, das hat damit zu tun, dass Eurowings versucht, in den Markt reinzukommen, aber dann sich überlegt hat, dass sie doch nicht mehr solche Taktungen fliegen, sondern irgendwie längere Strecken fliegen, weil das Sinn macht. Dann die EasyJet, die ja die Lücke gemacht hat für die Eurowings, auch nicht mehr so innerdeutsch fliegt. Das ist der Grund. Deshalb wäre ich da jetzt nicht so ganz von den Socken. Aber man muss natürlich sagen, mit wirtschaftlichen Problemen wird in Berlin trotzdem gekämpft. Der Verkauf von 2 Grundstücken hat 180 Millionen Euro in die Kassen gebracht. Der Verlust von 2022 konnte auf 90 Millionen Euro gedrückt werden. Es wird ein Fehlbetrag von 260 Millionen erwartet. Ja, gucken wir uns das mal an, was mit Berlin passiert. Berlin hat keinen Flughafen und damit ist das Wichtigste zu dem Thema gesagt. Ja, schauen wir uns das mal an. Was wir uns auch anschauen als EU-Kommission oder aber auch die Amerikaner, das heißt also, es sind ja nicht die Europäer, ich hatte das ja auch berichtet, dass die Europäische Union sich den Zusammenschluss von Korean Air und Asiana anschauen. Das heißt also, dass man da, und da hatte ich mich auch gewundert, warum wir da irgendwie in irgendeiner Art und Weise sagen können, ja, das erlauben wir nicht, ist es so, dass man die beiden Rivalen aus Incheon vielleicht nicht zusammengehen lassen will. Also man möchte aus Amerika das Ganze blockieren. Und zwar hängt das damit zusammen, dass man einfach sagt, dass es keinen Wettbewerb mehr gibt zwischen den Passagieren und den Frachtbewegungen zwischen Asien und Nordamerika. Aber auch die Europäer sagen, nee, das limitiert unseren Markt, das wollen wir auch nicht. Die Korea Times hat da ein bisschen was zu geschrieben, hat gesagt, ja, dass die EU diesen Merger nicht genehmigt. Und man hat aber 11 Länder, die haben das Ganze erlaubt. England hat gesagt, ja, das ist kein Problem. Aber EU, USA, aber auch Japan sagen nein. Ob das jetzt so eine ganz selbstlose Nummer ist, weiß ich nicht, gehe ich eher nicht von aus. Aber nur damit ihr es wisst, dass man natürlich jetzt sagen kann, dass dieser Merger der beiden Fluggesellschaften eine Bündelung von Kräften darstellt, ist natürlich klar. Aber Aviation ist nun mal eine Weltveranstaltung und ich glaube aber auch, Preise steigen so oder so. Und also wenn du da 3, 4 Fluggesellschaften hast, die das machen und dann sind die auch noch in derselben Allianz. Also ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so der Stein der Weisen ist, denn Korean ist ja mit ihrer Delta-Eigentümerschaft, also das heißt Delta by Korean, drin heißt SkyTeam und dann ist natürlich die Asiana Starlines, ihr erinnert euch an die guten Zeiten, 4 Jahre Star Gold mit wenig Aufwand vergleichbar. Aber nun gut, wenn das für uns besser ist als Vielflieger, dass diese 2 Fluggesellschaften separiert bleiben, dann ist das so. Wettbewerb ist natürlich immer gut. Ja, erzähle ich ja auch bei ITA. Aber wie gesagt, für mich ist das Spannende halt wirklich, dass man fast um die halbe Welt in Europa immer noch irgendwelche Vetorechte hat und sagen kann, nee, ihr nicht. Also das fand ich durchaus spannend. Was auch spannend ist, ist Lufthansa. Lufthansa hat heute den 600. Airbus A320 Neo abgeholt. Nein, sondern Airbus überhaupt. So. Und Carsten Spohr ist dazu dann nach Hamburg gefahren, hat bei Guillaume Faury und Carsten haben sich da die Hand gegeben, haben sich da die 600 gegeben, das Flugzeug abgeholt. Denn zum 100. Geburtstag von Lufthansa im Jahr 2026 wünscht man sich die 700. Auslieferung. Warum? Weil dann hätte die Lufthansa
auch in den Jahren bis 2026, aber hatten die nicht irgendwie gesagt, Zweiter Weltkrieg war die Lufthansa nicht und sind erst 19, naja, nun gut. Ja, so ändern sich die Zeiten wieder. Auf jeden Fall hat die Lufthansa so im Prinzip seit Bestehen von Airbus jeden Monat ein Flugzeug abgenommen. Heißt also, seit 1900 und, ich habe die Zahl irgendwo gehabt und ich habe sie auch aufgeschrieben, ich glaube 1970 irgendwas, jeden Monat eine Bude abgeholt. Und das war jetzt ein Airbus A321 Neo mit der Kennung Delta Alpha India Echo Quebec. Und sie hört auf den Namen Stadtmünster. Und nicht einfach nur Münster, sondern Stadtmünster. Das Jubiläum hat auch eine Sonderlackierung. Ich kann euch das Bild reingeben. Ich hatte es hier wieder natürlich nicht reingemacht aus Zeitgründen, weil ich habe eine Überraschung für morgen. Morgen gibt es nämlich schon eine Sendung um 17 Uhr, zusätzlich zu der normalen Sendung. So, hier ist das Foto von Carsten S. Aber ihr seht auch in dem jetzt etwas, hochgerechneten Bild, die 600 auf der Lackierung. Und ihr seht hier auch die LEAP 1A-Triebwerke, da werden wir beim nächsten Thema nämlich weitergehen. Und eine interessante Geschichte ist übrigens auch, dass der Standort in Hamburg der drittgrößte Standort ist, wo Flugzeuge gebaut werden. Das heißt also, der erste größere Standort ist natürlich Seattle, dann kommt Toulouse und dann kommt auch schon Hamburg als drittgrößter Standort für Flugzeugbau. Finde ich krass. Man hat dort 300 Unternehmen und rund 40.000 Beschäftigte in denen. Und das ist doch eine coole Geschichte. So, dann 1976 war das und zwar fing das an mit dem A300. Ich sag doch, ich finde alles, ich bin organisiert und deshalb. Aber 90% der 600 ausgelieferten Flugzeuge sind bei den Airlines der Lufthansa Group noch im Einsatz, sagte übrigens Carsten Spohr. Allein aus der 320er-Serie, an deren Bau Hamburg maßgeblich natürlich beteiligt war, fliegen im Moment mehr als 370 für die Fluggesellschaft der Lufthansa-Gruppe. Also hier Zahlen, Fakten. Hier geht es dann auch direkt weiter mit dem A320 Neo CFM Triebwerken. Die haben so ein bisschen Schmerzen, die sie verursachen. Und zwar ist das so, dass sie dort, Malesche haben. Es gibt jetzt übrigens noch einen Teil, abgesehen davon, dass es die Ersatzteile gar nicht mehr gibt, was einen höheren und schnelleren Verschleiß hat. Ja, ganz genau. Heißt also, wer diese CFM-Triebwerke hat beim 320er, und es trifft nur die LEAP 1A, also 1A, A steht für Airbus, nicht die 1B, und das sind die Boeings, dass es Eiseneinschlüsse gibt an Komponenten im Bereich der Hochdruckturbine und des Verdichters. Und dann auch an bestimmten Dichtungen ist das Problem. Das heißt also, dass dieser Fehler, der da auftritt, eine geminderte Materialeigenschaft hat und somit vorzeitige Materialermüdung hervorrufen kann. Und ihr wisst ja alle, dass das Schlimmste, was passieren kann, ist ein Uncontained Engine Failure. Heißt also uncontained, dass es nach außen explodiert. Wer ist contained? Wer ist nach innen und würde im Triebwerk bleiben? Wir haben alle noch von der Southwest die Bilder im Kopf und auch den Flugfunk, den ich echt nicht vergessen kann, von der Pilotin, ehemalige Air Force-Pilotin, die ganz locker sagte, ja, wir haben Passagier verloren. Und die haben Passagier verloren. Ja, weil halt, als das Triebwerk explodiert ist, da dann das Fenster beschädigt worden ist und die Seitenverkleidung oder die Seitenwand, die Hülle, und durch den Sog die Passagierin rausgezogen worden ist. Also alles eine sehr uncoole Geschichte. Und deshalb wisst ihr, dass dieser Rückruf natürlich uncool ist, weil es auch so ist, dass die betroffenen Teile ausgetauscht werden müssen. Diese Ermüdungsbrüche will man vermeiden und wir sehen, es wird immer weitere Verspätungen geben. Das ist ja ein Derivat, was ja auch unter den 220ern ist, was auch unter den Embryern ist, unter den I2ern. Also das Triebwerk irgendwie zu hoch gezüchtet, aber Sicherheit geht vor und das ist auch so. Hoffen wir, dass die Ersatzteillage irgendwann mal besser wird dabei. So, und jetzt kommen wir
auf Katar, auf den lustigsten Herrn Akbar. Und zwar der lustige Herr Akbar, der ist, so wie man es sich von einem arabischen Ölhändler erwartet, natürlich sehr skeptisch. Und zwar sagt er, dass die ITER natürlich mit der SAF-Quote in 2050 von 65% für darstellbar hält. Aber er sagt, naja, das klappt nicht, weil wir gar nicht die Mengen herstellen können. Denn von der Branche und der Politik ist in den Sachen SAF es wirklich ein weiter Weg. Finnair zum Beispiel hat ja auch gerade mal so ein paar Millionen Liter da gemacht, aber nichts Substanzielles. Also man könnte gar nicht alles mit SAF abbilden. Und weltweit standen in 2022 300 Millionen Liter zur Verfügung. Und man muss diese Produktion nach den Schätzungen auf 3 Milliarden ausbauen. Und daran seht ihr halt das Problem. Und die Lücke zu den klimaneutralen Luftfahrt über neue Technologien, 13% sollen halt Wasserstoffantriebe sein, 3% über eine optimierte Infrastruktur und 19% über Kompensation und CO2-Einnahmen geschlossen werden. Also das heißt, es wird nicht wirklich CO2-frei, weil wir irgendwelche Bäume pflanzen und so weiter. Heißt also, dass dieses Fit for 55, wie es von den A4E gesagt wird und der EU, ja ist eine halbgare Geschichte, weil Bäume, wenn ihr Bäume pflanzt, wann fangen die denn an, dieses CO2 zu filtern und zu machen, zu tun? Das dauert Jahrzehnte. Heißt also, dass man, wenn man diese Schritte geht, 2030 20%, 2035 34% und ab 2040 42% SAF. Schwierige Geschichte und da bin ich mal gespannt, was da passiert. Und Lufthansa hat das Ganze ja als wettbewerbsverzerrend genannt, weil man ja gesagt hat, dass die unten am Golf da so ein bisschen andere Geschichte haben. Aber ich bin mal gespannt, was passiert. Ich will euch nicht damit langweilen. Ihr könnt ja unten kommentieren, was ihr dazu denkt. Also ja, was ihr dazu denkt, was ihr davon haltet. Dann haben wir etwas, was ich ganz toll finde und wovon ich ganz viel halte. Und zwar ist es so, es gab ja mal die Geschichte von einem American Airlines Piloten, der rausgegangen ist, Pizza gekauft hat bei einer Verspätung. Und da ist es so, dass jetzt ein Kapitän von der American Airlines in die Kabine gegangen ist, bis zur Economy-Klasse, hat jedem Passagier die Hand förmlich gegeben, hat ihm erklärt, warum das Flugzeug verspätet ist. Das Flugzeug ist verspätet aus Puerto Vallarta gekommen und er hat gesagt, man kann ein paar Minuten in der Luft gut machen und man versucht es, aber man kann es auch das nicht versprechen, weil es liegt ja an verschiedenen Komponenten. Und er hat dann die Fragen der Passagiere beantwortet. Er hätte das natürlich aus dem Cockpit heraus machen können. Ich habe das auch schon mal beobachtet, dass die dann aus dem Cockpit rauskommen und dann den PA machen, da wo die Purser stehen, also das heißt am Eingang in der Galley. Aber er ist wirklich durchgegangen durch die Reihe. Und das hat natürlich dann dazu geführt, dass die Leute in der Kabine wesentlich entspannter und lockerer waren. Und der Kollege hat dann gesagt, er gibt Free Drinks. Ja, er hat kostenlose Getränke gegeben und das ist doch mal eine coole Geschichte. Habt ihr so etwas erlebt, wo es einfach so eine Art Airline-Pizza-Policy gab, so wie ich die euch gesagt habe? Also ich habe es nur einmal in der Geschichte gehört. Ich weiß jetzt nicht, ob es diese Policy wirklich gibt, aber das wäre ja mal eine coole Sache. Bin mal auch gespannt, wie American Airlines dieses dem Piloten erstattet hat, weil so eine Pizza ist nicht teuer, weil die Getränke, die werden ja nur aus der Galley rausgenommen und dann ist das weg. Aber das soll wohl auch alkoholische Getränke eingeschlossen haben, heißt also, die Leute hatten alle Spaß. Ich fand es einen coolen Move bei der Verspätung und vor allem, dass er rege Fragen und Antworten zur Verfügung stand und den Leuten das erklärt hat, weil es eh nicht weitergegangen wäre, rein zeitlich. So, dann haben wir noch einen Deal, so ein Deal, heute mal einen französischen Inlandsflug. Ich lache schon, ihr werdet es hier jetzt auch gleich sehen. Da handelt es sich um einen Deal, so ein Deal,
aus dem Bereich Air France KLM. Das ist ein Business-Light-Tarif aus Paris nach Cayenne. Ja, das ist ein Überseedepartement. Und zwar ist das so, dass sich das in Französisch-Guyana befindet. Falls ihr nicht wisst, wo es ist, empfehle ich Google. Preis ist 1.329 € für die Veranstaltung. Buchungsklasse ist O, heißt also Light-Tarif, nur damit ihr Bescheid wisst. Light heißt Light, im Englischen mit Licht zu vergleichen, im Deutschen heißt es, dass ihr es Light seid, weil ihr es gebucht habt. So, dann gucken wir uns das Ganze nochmal von der Entfernung her an. Da haben wir den Schirm. Und zwar ist das so, Charles de Gaulle nach Cheyenne. Ich wusste auch, dass es ein Porsche war. Und dann wieder zurück nach Charles de Gaulle, 4.416 Kilometer oder Meilen sind sogar. Und dann 8.832, ist auch schon ein langer Flug, auch wenn man das als Inlands zählt. Dann in der Buchungsklasse O gibt es 8.840 Meilen bei Delta Malaysian und bei Aerolinas Argentina, 6.188 bei der Japan, Aeroflot, Garuda, GOL, Saudi, Air Europa, Flying Blue, Middle East, aber auch die Korean geben 0 Meilen. Da solltet ihr natürlich mal schauen, ob das auch so stimmt. Ist ja nur wie immer der Richtwert, damit ihr wisst, wo es sich hinrichtet. Ja, 27, Frage des Tages. Da gibt es dann natürlich nur noch von mir die Frage des Tages zu zitieren. Macht es Sinn, gewisse Flugverbindungen zu verbieten? Sollten in Deutschland auch Strecken verboten werden? Bezug auf Deutschland. Und welche Strecken sind das? Da bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt und wie ihr da dann zusteht. So, dann geht es natürlich weiter mit den Themen, die ihr geantwortet habt. Und jetzt könnt ihr jetzt übrigens nochmal liken oder was schreiben. Hallo Frank, hallo Bernhard, hallo Sven, hallo Jörg und hallo Matthias, hallo Ronny. Matthias sagt, man sollte nicht in die Politik, die Politik sollte nicht in die Strecken eingreifen. Begründung, nicht jeder fährt gerne Bahn. Ja, und das ist das Hauptproblem. Man sollte es so machen, dass die Bahnfahrt schön ist, dass die Bahnfahrt erquicklich ist, dass die Bahnfahrt auch Spaß wirklich bringt. Dann denke ich, ist es für das Flugzeug eine richtige Alternative. Geil wäre natürlich auch ein internationales europäisches Netz, aber wir erinnern uns ja, als der Tunnel aus der Schweiz fertig war, in Deutschland war es noch lange nicht angebunden. Alles schwierig. Jörg heult rum, weil es werden immer mehr zusammengestrichen. Ja, ist so, wenn der Markt nicht da ist oder wenn Flugverbindungen irgendwo mehr Geld bringen, ist das doch klar. Hallo Ingo, Frank. Bestimmte Strecken machen überhaupt keinen Sinn. Von Amsterdam zum Beispiel nach Bremen dauert der Flug nur 35 Minuten. Die Embraer 175 vor einigen Wochen waren abends zu ca. 30 Personen. Ja, du weißt aber nicht, wie morgens das war und du weißt nicht, was da an Post oder Cargo oder sowas mitgenommen worden ist. Das weiß man immer nicht. Aber da trauen sie sich ja nicht ran. Es geht ja mittlerweile nur um Inlandsflüge. Da sind ja so Sachen wie Luxemburg ja ganz prädestiniert, weil Luxemburg hat ja nicht, da kannst du ja so, wo willst du denn Luxemburg von Letzeburg nach Letzeburg oder so, oder beziehungsweise von Luxemburg nach Schengen fliegen? Geht da nicht. Dann Dietmar, er sagt, waren fast 100% Weiterflug, aber jetzt der doofe Bus 2,5 Stunden vorher eingecheckt, Siko 20 Minuten Flug. Ja, absolut. Nürnberg ist ein Flughafen, zwar etwas ältlich, aber ich habe ihn ja schon zu meiner Bundeswehrzeit genossen, in den 90ern. Fand ihn toll und dann ist das natürlich wesentlich hübscher. Und wenn wir ehrlich sind, die Autofahrt ist natürlich nicht so hübsch mit dem Bus, auch wenn man dort Lufthansa drauf schreibt. Es soll so sein, dass man bestimmte Strecken nur buchen kann, wenn man einen Intercon oder einen Europa-Anschlussflug hat. Dann gibt es natürlich wieder die alten Spezialisten, die machen dann Nürnberg, München, Zürich oder sowas. Aber es gibt ja auch München, Zürich, Nürnberg, Zürich direkt, glaube ich. Aber nun gut, ihr wisst ja, was ich meine. Also man kann alles umgehen und dann lässt man das Leck nach Zürich weg, weil man es andere gebucht hat. Also alles möglich. Aber es gibt halt diese Merit Segments und das ist schon eine Geschichte, die cool ist.
Hallo Roland, Grüße zurück nach Zellamsi. Dann der Pilot 2003 sagt guten Abend. München, Stuttgart wird ja auch gerne mal im Bus eingesetzt und das ist kein Airbus. Ja gut, das ist eine scheiß Strecke. Also ich bin ja selber mehrfach gefahren mit dem Auto, das ist kein Geschenk. Einmal Grüße in die Niederlanden, Wings and Rails. Und dann Flüge, die Frankfurt, Hamburg, Berlin, Frankfurt, Köln, Düsseldorf, Frankfurt, alles unter 3 Stunden mit dem Zug erreichbar ist. Gesamtzeit vom Bahnhof zu Airport. Ja, aber Hamburg-Frankfurt finde ich keine Alternative. Und Berlin-Frankfurt finde ich auch keine Alternative, ehrlicherweise, muss ich sagen. Also das ist so ein bisschen das Problem. Wobei Frankfurt, der Flughafen, natürlich relativ cool angebunden ist. Solche Sachen wie Köln oder Düsseldorf, da kannst du nicht meckern. Oder auch dann weiter nach Stuttgart, das ist ja auch gar nicht mal nur so schlecht. Das Schlimme ist halt nur, dass die Bahn halt keine Alternative darstellt, weil das Produkt einfach schlecht ist. Und wo ich die Leute natürlich verstehe, ist, wenn ihr da mit dem Remover-Koffer oder mit anderen Koffern rumhängt, wo willst du die ja hinstellen? Das ist bei der Bahnfahrt halt ein Problem. Da muss man halt eine Lösung finden, die innovativ ist. Und ich hatte letztens unter einem der Beiträge, die ich gemacht habe, auch einen Kommentar gefunden, Airport Express. Lufthansa Airport Express. Es gab da ja mal eine Bahn und ich habe gesagt, das versteht keiner mehr. Und jetzt gucke ich mal, ob ich da noch ein Bild finde. Und dann kommt man natürlich auch direkt auf solche alten Bilder. Und da gebe ich euch das mal hier. Hier haben wir es. Kann er das direkt hier reinziehen? Zack. Macht er das? Nee, macht er nicht. Nee, das macht er nicht. Ich muss erstmal hier drauf. Zack. Dann machen wir es so. Jetzt sollte es kommen. Da ist das Bild. Das ist der alte Lufthansa Airport Express. Das soll eine coole Geschichte gewesen sein. Und zwar lief der Zug, gibt es hier, das ist ein, er sagt mir hier leider nicht, von wann das Bild ist. Aber es ist, wie ihr seht, sehr retro. Das ist so. Aber das wäre natürlich eine coole Sache, wenn es das wieder geben würde, wo man mit Gepäck und auch viel Komfortplatz am Flughafen ankommen würde. Ich erinnere mich, also am Kölner Flughafen war doch zu dem Airport Express Zeiten auch ein Lufthansa Check-in, wo du einfach deinen Koffer abgegeben hast und dann dich gar nicht mehr drum kümmern musstest. Also irgendwas war da, aber ich muss dir euch ehrlicherweise sagen, hier steht's. 14. September 1985. Das heißt also, alles, was wir jetzt haben, ist ein Rückschritt. Alles, was wir haben, ist ein Rückschritt. Wo war? Also in Köln erinnere ich mich an den Lufthansa Check-in. Das sah aus wie Lufthansa am Flughafen. Das war, wenn man auf der McDonalds-Seite, glaube ich weiß immer gar nicht. Also du kamst rein, dann warst direkt auf der rechten Seite. Coole Geschichte. Wer mehr weiß, unten kommentieren. Dann haben wir AA, innerdeutsche Flüge ohne Intercont-Anschluss einfach heftig besteuern, damit erledigt sich das Thema von selber. Okay, dann kannst du halt, fliegst nach Zürich und dann nach Hamburg oder so. Carsten Spohr fährt nach Hamburg, glaube ich nicht. Wird wahrscheinlich mit dem Flüger gegangen sein, aber er kommt ja, nach Finki muss er auch mit dem Auto fahren, der kann da ja nicht einfach, also weiß ich jetzt nicht, ist wahrscheinlich nach Fuhlsbüttel von München aus geflogen und dann haben sie mit der Limo rübergefahren, einmal über die Elbe. Dann schauen wir mal, wieso müssen wir in Deutschland alles verbieten oder Steuern draufhauen, wie verrückt, das sollte der Markt entscheiden und nicht ungelernte Grüne. Naja, nun gut, es geht hier ja nicht nur um Grüne, sondern es geht hier ja auch darum, dass in der Tat Umweltschutz ein Thema ist und dass man gewisse Dinge steuern muss. Aber man sollte sie erst dann steuern, wenn man eine Alternative hat. Also das ist halt so. Du kannst halt erst den König umbringen, wenn du einen neuen König hast. Vorher macht es keinen Sinn. Königin geht natürlich auch. So, auch auf die Gefallen des Klug. Cayenne ist Französisch-Guyana, nicht Guyana. Habe ich nicht Französisch-Guyana gesagt? Ach. Hauptsache Frankreich, Spanien oder ach, ihr wisst, wie es ist. Aber danke für den Hinweis. Wenn die Strecken verbieten, einfach am Flugzeug sie selber festkleben. Ja, genau, das ist ja so. Ihr merkt, das ist ein gutes Geschäft mit Kleben. Da kann man auch Millionen einsammeln von Leuten. Sven. Ach so, ja, Inlandsflug, genau.
Früher gab es am Münchner auch ein Ella-Koffer-Check-In. Ja, das waren noch gute alte Zeiten. In Abu Dhabi haben wir auch ein Check-In gehabt. Der war unten gegenüber vom Le Méridien, glaube ich, war das. Genau, vom Le Méridien konnte man seinen Koffer abgeben, am Vorabend schon. Auch coole Sache. Ja, damit haben wir die heutige Sendung abgearbeitet. Denkt dran, einen Like dazulassen, das Ganze zu kommentieren, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen. Morgen 17 Uhr gibt es eine Sendung. Lasst euch überraschen. Und dann wieder natürlich um 19 Uhr live. Ich danke euch. Ich freue mich, wenn ihr Sorgen, Ängste und Nöte habt, hier. Und wir sehen uns in Hamburg und in Frankfurt. Ich sag's noch. Der Juni ist vollgepackt. Also bis dann, ciao und jetzt sind wir wieder raus. Bis dann.